Teerenpeli. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, herzlich willkommen zu einem, wie ich finde, doch heute sehr besonderen Tasting. Ja, Weil, wann hat man schon mal 6 Qualitäten aus Finnland im Glas? auf jeden Fall. Mit Altersangabe. Mit also fast alle mit Altersangabe. Ja. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen, ihr kennt das alle oder der Großteil, haut mal in die Tasten, seht ihr uns, hört ihr uns, klappt die Technik. Bei uns war das Intro ein wenig laggy. Leggy. Es hat ein bisschen gehangen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so war, ob das nur bei uns so war. Aber es waren ja nur der Countdown so ein bisschen. Ja, wenn der Rest Passt. passt, dann ist es ja in Ordnung. Ja, heute mal wieder mit einem wunderschönen Booklet. Ja. Ich finde, das wertet das halt wirklich immer mal richtig extrem geil auf. Wird das jetzt auch viel öfter geben bei uns? Und ihr seht es ja auch, ihr habt Platz für eigene Notizen hierbei, ja. Oder könnt auch hier Notizen machen, wie viele Großflaschen die heute kaufen werden. Gut, dass du ansprichst. Nämlich, wir haben uns heute tatsächlich nochmal dazu entschlossen, Ja. den Großflaschenverkauf tatsächlich mal selber zu Wir machen. machen heute mal wieder, oder seit langem mal wieder, Ja, den Großflaschenverkauf über unsere Webseite. Also wenn ihr da Lust habt, ich hau euch den Link jetzt gerade rein und pinne den euch auch gerne oben an. Dort bekommt ihr alle Flaschen ganz entspannt bei uns heute mit, wenn ihr da etwas erwerben möchtet. ja. Es ist nicht viel da. Ich will jetzt keinen Druck machen oder so. Bei 2 Abfüllungen sind wir heute extremst limitiert. Das machen wir aber dann erst, wenn es soweit ist. Ja. Welche das Nee, wir sind? sagen das gar nicht. Wir sagen das gar nicht. Nein, dann werden nur die gekauft oder sowas. Ja. Also von daher 2 Abfüllungen, leider nicht viel da. Aber vielleicht, falls es ausverkauft ist, vielleicht kann uns da ein gewisser Herr helfen, der eine gewisse Funktion bei einem Importeur hat und der immer sehr, sehr gefragt ist, wenn so große Newsletter kommen. Ich will jetzt die Namen nicht aufzählen. Dann ist er einen Tag out of order sozusagen. Und wir holen einfach mal the man from the company, den Paddy dazu. Herzlich willkommen, Paddy. Moin Paddy. Einen wunderschönen guten Abend in die Nation. Hallo liebe Whisky-Fans, Teerenpeli, heute Finnland. Ich freue mich riesig. Vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf. Macht mir immer einen großen Spaß mit euch hier über Whisky philosophieren zu dürfen und ja, hier so the man für Kirsch halt im Prinzip zu sein. Ja. Denn ja, sollte Simple Sample hier, wenn die leer laufen, dann sorge ich für Nachschub, ist ja klar. Sehr cool, sehr cool. Paddy, erzähl doch mal den paar wenigen Zuschauern, die ich nicht kenne, was du für eine Funktion hast und was du noch so Cooles machst. Gerne. Also, ja, ich bin, man sieht meinen Namen hier so, hier, da so, genau, Patrick John Ahluwalia ist der ganze Name, aber die meisten sagen Paddy, hi, Sebi. Ich glaube, der Titel heißt irgendwie Head of Customer Service bei der Firma Kirsch. Ist aber schwierig immer zu beschreiben, was das halt alles ist. Ich kümmere mich aber, wenn ihr so wollt, alles, was so rund um den Kunden bei uns ist. Ne? Also um Auftragsabwicklung, dass Reklamationen bearbeitet werden und ähnliches und habe dann ein ganz tolles Team, was ich dann praktisch ein bisschen führen darf und so helfe ich halt in der Firma Kirsch. Dadurch, dass ich Whisky-Nerd bin, der ein oder andere hat mich vielleicht auf einem anderen YouTube-Kanal mal gesehen, weil ich mache nebenbei noch mit Leon Schuster die Malt Mariners. Da mache ich noch so ein paar YouTube-Videos und ja, da helfe ich auch halt in den Whisky-Themen halt immer gerne mit. So, also macht man halt alles immer so ein bisschen. Ich habe auch so ein paar IT-Themen, die ich mache. Ich bin halb indischer Abstammung, also muss ich auch ein paar IT-Themen auch mal ein bisschen mithelfen. Das ist, glaube ich, normal. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich mache das jetzt seit fast 3 Jahren, bin ich, glaube ich, bei der Firma Kirsch bald. Und ich möchte nicht einen Tag missen, weil ich mache jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche nichts anderes, außer über Whisky sprechen und viele Leute ganz doll glücklich machen. Das stimmt. Und wir haben uns eigentlich relativ früh kennengelernt. Unsere Firma war gerade mal 1 Jahr alt. Dann haben wir den ersten Besuch bei Kirschenport gemacht. Da wurde Paddy vorgestellt. Also wir sind fast zeitgleich in dieser Timeline drin. Und wie lange ist denn heute unser Gastgeber schon drin? Ist der auch schon 3 Jahre? Nee, der ist erst relativ frisch bei euch, oder? Teerenpeli, wie lange habt ihr die schon im Sortiment? Oh, nee, die sind seitdem ich da bin, auf jeden Fall auch Ach so. da schon, Teerenpeli. Also die müssten schon 4 oder 5 Jahre im Portfolio sein. Doch die Zusammenarbeit ist da auf jeden Fall schon länger. Also sind wir so Ja. in einem 5-Jahres-Zyklus alle gleich dabei. Und ja,
Ich würde sagen, wir holen sie einfach dazu. Kurz zur Aufteilung, die Reihenfolge ist gleich wie auf dem Set, also wie immer bei uns. Ja. Wie es in euren Heftchen steht. So, Auf Seite 3 oder 4, das Line-Up, und genau so ist auch die Reihenfolge. Gerne schon mal alles einschenken, also wir haben uns auch jetzt schon mal alles eingeschenkt. Gerade die Fassstärken, glaube ich, profitieren davon, wenn die ein bisschen atmen dürfen. ja. Und wir spielen heute ein kleines Dreieckspiel, das heißt, die Damen und Herren von Teerenpeli erzählen ein wenig was. Ja. Der Paddy spielt das so irgendwie mit in die Runde rein. Wir kontrollieren einfach ein bisschen die Kommentare, und wenn ihr Fragen habt, einfach reinhauen. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es wird. Und ich würde sagen, wir holen sie mal mit dazu. I think Veera and Jussi, welcome to the stream. Good evening. Good Hallo, evening. hallo Deutschland. Hi. Good evening. Wir können Deutsch sprechen, okay? Veera is speaking German, but I'm speaking English. Yeah, Just a okay. little bit. I'm Very Christian. good. So I think, please introduce yourself. Why are you here today? Yes, I'm here because of Jussi Oinas. He's one of our distillers and senior whiskey ambassador in Teerenpeli Distillery. And Veera is our marketing manager, so he's selling the whiskies for you guys. Ah, very good. Sales and marketing manager. Yeah. I'm the one who comes over there to Germany and gives you the tastings over there, if possible. Ja. For example, with the Simple Sample guys we met a couple of months ago in Bremen, it was Yes. really nice to meet Patrick and the Simple Sample guys over there. Yes. In Bremen war das Ganze. Das war sehr cool. War ein sehr, sehr schöner Tag. Und ja, wie es halt so ist, sie waren da, Teerenpeli, man hat kurz gesprochen. Ja, hört sich cool an, ja, machen wir. Pup. Fertig. And you have tell us it's the biggest Teerenpeli online tasting today ever. Is this correct? Yes, this is actually the biggest one. Very At the cool. moment. Yes, we are making history as it is at the moment. I can feel that. I can feel that. It is history in the making. History in the Yes, making. yes. It's beautiful special night over here. Sehr cool, sehr cool. great. Ich würde sagen, bevor wir weitererzählen, schenken wir uns schon mal den ersten Whisky ein. Und wie immer, ihr kennt das ja, wir haben euch ein kleines Video vorbereitet, einen kleinen Einspieler. Ihr seht es auch in euren Heftchen, da habt ihr jede Menge Informationen zu dem ersten Whisky. Und ich würde sagen, jetzt kommt der kurze Einspieler und dann geht's los. Bis gleich. So, the first whiskey. Yeah, the music is chilled out. Ja, chill out. The first whiskey today, Kaski. Please, you two, tell us everything about Kaski. What is this? Kaski is a 100% sherry cask whiskey. It is the longest in our regular selection, actually. And Jussi has told me that the first series were actually, like, it was supposed to be just a limited edition, and it was already always sold out time after time, and the bottles were numbered. And when the numbers hit 30,000, is it correct? Yeah, Yeah. a little bit over 30,000. Yeah. Then we stop for making numbered bottles. So at the moment we have only for which year and what the batch number is on the labels. Okay. Also genau, soll ich es kurz nochmal gesagt haben. Also Kaski ist 100% Sherry-Fass, das seht ihr auch, glaube ich, da im Booklet, was dabei steht. Übrigens, was alle jetzt schon gesagt haben, ein super schönes Booklet, Jungs, habt ihr wirklich richtig gut gemacht. Und das ist so, dass vorher einfach, also Kaski ist einfach der ältesten Abfüllungen praktisch, also einer der ältesten Abfüllungen, die bei Teerenpeli
im Haus zur Verfügung steht und die war halt andauernd ausverkauft, ne? Und die haben halt irgendwie, haben die immer Nummern draufgeschrieben praktisch, ne? Dass man halt auch nachvollziehen konnte, welche Flasche das war. Und irgendwann waren sie bei 30.000 angekommen und haben sich gedacht, naja, ist ja jetzt auch irgendwie Quatsch, 30.000, um jetzt noch weiter zu zählen. Also haben die jetzt nur noch Batch-Nummern im Prinzip da drauf. Aber hier haben wir 100% Sherry-Fässer. Ja. It's a little bit peat in there, is that correct? It smells a little bit smoky. No, it's coming from mainly from the sherry cask. So you keep a lot those kind of tar flavors, and it's really coming from the sherry cask mainly. Okay. Because malt Yeah, it is almost non-peated malt. Yeah, it smells very, very velvet, almost silky. You know, like cream or heavy cream or something like that, with a lot of fruits. And then, yeah, I get that. Yeah. Also eben gerade, ich habe das erste Mal dran gerochen und habe mich gefragt, ob da ein bisschen Rauch dran ist. Haben wir uns auch gefragt, ja. Das kommt tatsächlich aus dem Fass. Und es ist möglich, dass sich dieses Molekül, das nennt sich Guaiacol, auch aus dem Fass heraus entwickelt. Und das ist also hier Sherry und noch kein Torf. Aber ich bin gespannt. Ich finde auch jetzt schon diese Sherry-Note sehr interessant. Ja. Kein nasses Fass. Es riecht nach Oldschool Sherry ein wenig. Ja, also So, nochmal den Aufruf an euch, an alle wie immer. Die Kommentarspalte muss glühen heute. Also haut rein, eure Notes, eure Fragen. Ihr könnt heute alles fragen. Heute habt ihr die Möglichkeit. Also alles, was euch interessiert, haut rein. Es wird euch definitiv zu 100% alles beantwortet. Ja? wenn es seriös ist. Und dann schauen wir mal. So, Jussi and Veera. The first question. Where are the sherry casks from? From Spain. We have a bodega over there. Yes, surprisingly. Yes. We have a bodega over there in Spain, which actually makes us the sherry casks that we use mostly. Okay. And we're also buying these old casks, but we are also getting casks specially made for us and seasoned with the sherry in Spain, and then they set the barrels for the distillery. So you use both types of cask. You use seasoned cask and old sherry cask. Yeah. Okay. There's both Pedro Jimenez and Oloroso sherry casks over here. Okay. Yeah, cask is mainly Pedro Jimenez casks. Also, like we're a little bit Doloroso. But you can get lots of these, sweet raisin notes from the PX cask. Also Pedro Jimenez ist vorwiegend drin, aber auch Oloroso im Prinzip. Aber diese Fässer kommen halt aus Jerez, aus Spanien, also arbeiten dort mit einer Bodega zusammen, die diese Fässer dann halt einfach im Prinzip herstellt und dann halt vorher mit Sherry impft. Also ja, genau. Und dann kommen die Fässer halt da. Aber die kaufen sogar noch alte Fässer auf, so Leererfässer im Prinzip. Und dort, die werden dann halt auch zum Teil für die Reifung genutzt. Also von daher hat man hier eine schöne Mischung. Und beim Caski ist aber tatsächlich vorwiegend Pedro Jimenez. Deswegen sieht man es hier schon. We can read a lot of tasting notes from raisins, oak, earthy, Dunwich warehouse, like vanilla honey. All of that, and I get that as well. But you can smell a very oily texture, and I like that very much. Das stimmt, ja. That's really true because our new spirit is quite oily, so you get that kind of influence from the new spirit and for our stills. Okay. The first distillery actually was built 20 years ago in the city center of Lahti, downstairs of our Taiwanranta restaurant. And our owner, Anssi Pyysing, went for the fourth site and asked for the stills from there, that could you please make us the stills, and these are the measurements. And they were looking at him like, you are crazy, like we don't make that stills that small. You will get the double size with the same price. You are just trying to get a bargain over here. But the reason was actually because the first distillery is built in a garage in the city center. So there's the floor and there's the ceiling. So
it doesn't get any much longer. Yeah, they had to fit in the basement of our restaurant, and Yeah. after Okay, sehr spannend. Ja, also, negotiating, they said that okay, we make you a prototype stills, and actually our spirit still is 900 liters, so it's quite small. Ja, okay. okay, also But the Foresight West, angefangen. they were really proud of their what they built, and we were on the cover of their magazine that they sent for the customers, and our stills were in the cover of that pamphlet. Nice. Ja, also Teerenpeli hat sehr klein angefangen und die haben versucht im Prinzip bei Foresight Potstills zu ordern, die so klein sind, dass die auch wirklich in diese Garage passen. Also weil das so im Kellergewölbe unter dem Restaurant das Ganze angefangen hat. Und die bei Foresight haben gesagt, so ganz ehrlich, für den gleichen Preis kriegt ihr einfach doppelt so große Stills, das ist Quatsch. Lasst uns doch einfach mal richtig machen, halt so im Prinzip. Und die sind aber handgefertigt und so klein im Prinzip gefertigt, dass es dann halt tatsächlich geht. Und das ist dann halt, ja, also sind halt, also finde ich spannend halt, ne? Ja, mega. Und was ich noch gesagt habe, ihr riecht es vielleicht auch, dass er so butterig und ölig wirkt. Und Jussi hat halt gerade schon gesagt, das kommt durch den Rohbrand. Der Rohbrand hat schon sehr, sehr viele Öle. Was mich immer schon sehr interessiert. Auf jeden Fall. Ihr seht es auch in der ersten Seite vom Booklet, ganz vorne seht ihr die Stills nochmal richtig, also könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Sind tatsächlich doch relativ flach und klein. Das stimmt. Ja, klar, ja, würde ich Shall we sagen. drink and then have a good evening? Yes. Ja. So, wie Yes. sagt man in Finnland? Kippis? Kippis. Hippies. Kippis. 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 Lande. Wow, das ist aber ölig. I have to admit that I'm a big fan of our kaski. I think these guys are wizards. I'm not surprised that this is turning 10 years next year. So this has been on the market since 2013. So Yeah, I totally get that. one of the most beautiful products we have. Yeah, Also wir sind ein riesen Fan vom Kaski. special place for my heart also, because it's the first Teerenpeli whiskey that has gone through my hands all the way away from the barley malt into Okay. whiskey in our glass. So I have something to do with all the way with the Kaski. So it's it's a special one. Ja, Sehr ölig. Wahnsinnig ölig. phenomenal. Really. Extrem. Schöne Röstaromen hat er auch hinten raus. Ne? Extrem ölig, cremig. Die Röstaromen sind geil. Also wenn ich es nicht wüsste, ich würde blind sagen, da ist ein bisschen Torfmalz mit drin. Eigentlich ja, nur so Röstmalz. Ja? So ein schönes Röstmalz würde ich dazu. Is there a special kind of barley that you use? Is it roasted or something? Or because the two guys are getting roasted aromas here. I would say it is out from the cask. Is from the cask as well, right? Mr. Distillery Master. Well, most of the barley that we use, it is a special mixture, and most of it comes within 150 kilometers from the distillery in the Lahti area. So we use that, and also the malting factory, Viking Malt, is located really near. Is it like 7 kilometers from here? Yeah. So where we get the malted barley back here, and we make the beautiful whiskey. Local Barley. Also 150 Kilometer, das ist ja in Finnland ein Katzensprung. Ja? Zählt noch als Local Barley. Local Barley. 150 kilometers is nothing, like just like a hop away, huh? In Finland. We have the long distances over here. If we want to go for our friends, so it's 50 kilometers minimum. Yeah. So we have a little question from Maximilian. How old is the first one? Also how old is the Kaski? Well, Kaski is these no age statement whiskies. So we haven't told the age, but She's a lady. You shouldn't ask ladies. Okay. She's a lady. Okay, Frauen verraten ihr Alter at nicht. least 3 years. But I think Kaski is somewhere around 5-6 years old barrels.
Okay. And this is because, well, we don't tell the age, so we can use a little bit different age barrels and different size barrels also. Okay, I understand. So cask doesn't have age statement on itself. Yeah. Which this gives you more freedom, right? So if you have a really Yeah. good developed 3-year-old cask and it fits into the palate from the casky, why not use it? I think that's fair. Yeah, and cask was the second whiskey from our distillery. We were making at that time our 8 years old, which has the age statement, and the cask was the second whiskey from the distillery, so it didn't have the age. And well, we were quite young distillery, 10 years old distillery. So back then when we started with cask, so it was the whole distillery was the only 10 years. So the history and the distills, what we had in the warehouse was also much smaller amounts. So it gives us freedom. Nowadays, when we've grown more, and we are already 20 years, so now we are actually talking about raising the ages between the no age statement whiskies. So it gives us also that freedom on that way. Ja. Also ihr seht so, also mindestens 3 Jahre auf jeden Fall ist der Whisky alt, ne? Aber der liegt so wahrscheinlich so um die 5 Jahre. Aber das ist auch etwas, was ich zum Beispiel, es gibt viele Leute, die da eine starke Meinung zu No Age Statement Whiskys haben. Meine persönliche Meinung ist, das gibt einfach einer Destillerie mehr Freiheit, mit Fässern zu spielen. Weil man kann nach 3 Jahren, wenn das Fass sich gut entwickelt hat, und das kann man nur durch Probieren dann halt herausfinden, sollte man dieses Fass auch verwenden können. Man muss aber hier Schottland kennt das ja, gesetzlich dann das jüngste Fass draufschreiben. Das ist halt uncool, aber ich meine, wenn der Whisky an sich schmeckt, und das tut er ja hier auch vielen Leuten, dann sollte man halt auch die Freiheit haben. Und Teerenpeli hat dann einfach wirklich das Glück, gibt ja noch nicht lange so die Brennerei, und die haben halt auch gesagt, der Stock, der da war an Fässern, der musste natürlich, oder der möchte auch verwendet werden. Und so hat man dann halt eine schöne Freiheit, dann auch einfach diese Fässer dann zu verwenden, die sich dann halt einfach gut entwickelt haben. Sehr schön. Okay. Sehr, sehr interessanter Stoff. Also auch diese maritime Note. Und soll ich dir was sagen? Wenn ich jetzt so dran rieche, mein Glas, also it's a good sign, my glass is already empty. So, wenn ich jetzt so dran rieche, ich bin da so ein bisschen bei Bunna, muss ich sagen. Ja. I get them. Yeah, also Steffen just said it is a very maritime whiskey. So you have like vibes from Bunna Heaven, you know, like it is. I would say full-bodied like an Isla whiskey. You can say that, and it is. You have the feeling that it's made by the sea. You have salty notes in there and everything. And yeah, if you would tell me to just blind into the glass and then say like it is an independent bottling, guess the distillery, I could say Bunna Heaven. Yeah, why not? Yeah. But it's better. It's Teerenpeli. It is really interesting to. We have a camera over there, up there, where we try to look you in the eyes, and then we are following through also the comments from the laptop. So if my German is still treating me okay, so I understand that people are also liking it. It's really interesting to always hear the comments from the newbies who are tasting our whiskies for the first time. Yeah, and really nice comments. Yeah. What we have got. Bernd schreibt auch, Ja. im Geschmack herbwürzig, ölige Textur, Rosinen, malzig, Kaffeearomen, etwas Bitterschokolade. Im Abgang wunderbar würzig mit Kaffee und etwas Holzkohle. Leute, wenn ich die Noten schon lese, wir sind beim ersten Whisky heute. Also sehr gespannt, was da noch kommt. Sehr interessanter Start, schreibt auch Benjamin. Jetzt bin ich ganz bei dir. I must say that I'm a little bit ashamed, but it's the first time that I'm drinking Teerenpeli as well. I didn't have How did you escape me in Bremen? I didn't have the chance to come to your booth and then talk to you and have a dram over that, because I was talking all the time to customers and here and there and doing everything more or less. So I didn't have the time. And I'm working now 3 years for Kirsch and didn't have the time. Ja. I'm really sad now because I missed so much good whiskey. It is really good. I really like it. And
It is 43%, but it is punchy. I like that. You have a sweet sour arrival on the first palate, and then really nice boost of aromas, a really nice finish. It is oily. You have a little bit of a dry finish. Really good. I really like it. Also Leute, ganz ehrlich, ne? Also da muss man sich wirklich anschnallen. Also Finnland 43 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, also nicht kühl gefiltert und trotzdem 43 Volumenprozente, das geht. Wie das geht, kann der Destillerie Master wahrscheinlich nochmal genauer erklären, aber dann so ein Antritt, also wirklich top. Ich finde diese Öligkeit beeindruckend. Dieses Maritime. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass Schon es geil. so ölig runterläuft. Also es ist schon fast in die Rumrichtung, also von dieser Öligkeit, die er da zum Teil hat. Ja, also mega, mega angenehm. Bin auch gerade ein bisschen geflasht, muss ich sagen, weil auch wie Patty gerade sagte, ich glaube, es ist mein zweiter Teerenpeli bisher überhaupt. Ich glaube, in Bremen am Stand Wir haben mal haben wir so ein bisschen was probiert, aber was haben wir an dem Tag nicht probiert? Ja. So. Jetzt hier in diesem Setting jetzt nochmal richtig bewusst zu verkosten. Ja. Very nice. Very We nice. love it. It tastes delicious. It's very, very good. Ja. Yep. But you got to give us the secret about the oiliness. Is it the cut? Is it the hard cut? Is it very narrow or is it very bright? I don't know. Is it broad? So where do you get these oils? Because we're blown away by the oiliness of the whiskey. Actually, the cutting points are Secret. yeah. Even Veera doesn't know the cutting points. Our owner Anssi told that this is the secret that only distillers knows, and we don't. Okay. We haven't told those cutting points and also the length of our cuts because you Okay. guys Yeah. Okay. count But something. But I think the oiliness is also result because we have really small 900 liter spirit still, and it's quite short. You have so you get quite lots of this oiliness coming from the still, and you get a lot of those oily feelings on that way. And What would you say the neck? Is it like 150 centimeters or like how tall is it? Maybe something like that. yeah. It's if I'm standing without still, and so I could put my hand on the top of the gooseneck, so it's quite short. Yeah. And I Also think ihr that's seht, the ne, one of our secrets. Ja, also die Öligkeit. Ich habe ihn gefragt, ob das Geheimnis der Schnitt ist, der praktisch gemacht werden muss. Ne? Also falls ihr mit dieser Technik noch nicht bekannt seid, also wenn man zweifach destilliert, wie das halt auf diesen Four-Size-Brennblasen im Prinzip gemacht wird, dann muss man das Herzstück im Prinzip rausschneiden. Man hat so einen Vorlauf und so einen Nachlauf. Und dieses Herzstück kann man halt im Prinzip ein bisschen variieren. Und meine Vermutung ist, dass es halt natürlich auch daran liegt, und Jussi hat halt gesagt, das ist ein großes Geheimnis. Also der Cut ist tatsächlich, nicht mal Veera weiß, wo diese Schnitte gesetzt werden. Er sagt aber auch, kommt natürlich diese Öligkeit durch die kleine Brennblase, weil wenn er daneben steht, kann er so oben auf den Schwanenhals seine Hand drauf tun. So klein ist die Brennblase, das muss man sich mal vorstellen, wenn ihr schon mal irgendwo in Schottland wart oder sowas. Also wenn man da irgendwie Glenmorangie sich anguckt mit diesen Giraffenhalsdingern halt, die irgendwie 10 Meter hoch sind, ist das mal ein ganz anderer Unterschied. Und dadurch schafft man es halt, ne, dass diese chemischen Bestandteile, weil also Alkohole, das sind ja alles Öle, die da drin sind, die kommen dann noch über den Schwanenhals mit rüber und dadurch hat man halt dieses tolle Mundgefühl. Ne? Great. Cool. Very good. So, ich würde sagen, das war ein sehr, sehr guter Start. Sehr, sehr guter Start. Jetzt gehen wir jetzt schon zu einem absoluten Flagship Whisky. Und was wir da jetzt verkosten als zweiten Whisky, also ich glaube, Kaski können wir jetzt abschließen mit äußerst gelungen, überraschend gut. Und wir gehen jetzt einen weiter zum 10 Jahre alten Flagship Whisky.
Was ist das? What the Was ist das? I'm already blown away from the nose. Really. Wow. Yeah. And everybody is. Okay, guys, please tell us everything about the Teerenpeli 10 years old. Well, the 10 years old is our oldest whiskey that we are producing all the time. We have launched it in 2015, first time in London Whiskey Fair, and then week after here in our restaurant, Taiwan Ranta. And this is the oldest single malt whiskey from Finland ever. Wow. And at the moment is the oldest whiskey that we are producing all the time. Yeah, like in the Teerenpeli. core range, we have actually exceeded the 10 years already with limited edition single casks in Finland. But with our core range, this is the oldest one. And no other distillery is making Yeah, whiskey with this age stem yet. yeah. Yeah, We also have ihr a seht, good das head ist- start. We have a good head start over here in Finland, so that's why. Yeah. But I have to agree, this is something. It has blown my mind, and every time I taste it and nose it, it gives something extra. It is such a beautiful whiskey. Just keeps on giving every time something new. Yeah. Yeah. It's like you're sticking your nose in a flower bouquet and then you get a wide range of aromas. Yeah. That's true. Also die Damen und Herren haben natürlich ein bisschen, ich sag mal, einen guten Start gehabt, als sie die Destillerie losgelegt haben. Ist aktuell Finnlands ältester Single Malt und vor allen Dingen auch der älteste Single Malt in der Core Range von Teerenpeli. Bis jetzt ist es aber so, dass natürlich Single Cask Abfüllungen älter waren halt mal, aber dieser 10 Jahre alte ist Standard. Und wenn ich persönlich 85% Bourbonfässer lese, dann geht mir das Herz auf. Ich liebe Bourbonfässer. Leute, ihr Sherryfässer ist alles schön und gut, aber ich liebe Bourbonfässer. 85% Bourbonfässer riechst du hier raus. Das riecht nach Ananas, Vanille, Toffee, da ist so ein Unglaublich. bisschen Lakritze mit dran. Das ist, Unfassbar. I really like it. Also, das, Yeah, das I have to admit, it was the pineapple now that you Yeah. said, Yeah, Yeah. which was new for me this time that I taste this. see, yeah. das Yeah. we- And our we- head distiller Jaakko always finds the apple pear kind of flavor from first time when he's nosing Yeah. the new batch. Maximilian. He wants to have those kind of flavors, and Yeah. if There's we the find crisp green apple. yeah, Yeah, but hands down, it is pina colada on steroids. That is so true. Das ist, but ich habe da so eine extreme lots Wachsigkeit drin. of bourbon cask influence. Yeah, coconut as well, yeah. About 85% of this whiskey has maturated in American cask, and only 15 of them on sherry cask. Where And did you that's get your also- bourbon casks from? Can you tell us the distillery, or is it closed? At the moment, actually here in Lahti, because we have this company that brings all kinds of wood from United States for the furniture companies, and they also bring the casks, so we can buy the bourbon cask here in Lahti. Great, nice. We have also buy them those early years from Speyside Cooperage in Scotland, but at the moment almost all the bourbon barrels are coming from Lahti. Oh, nice. And can you tell us which distillery, which bourbon was in there before? We have quite a range of bourbon casks. All the main barrels. Last time they were from Heaven Hill, Oh, nice. mainly Nice. Heaven Hill district, but there were a few barrels from this Buffalo Trace, and of course Jack Daniels is quite main, but Also es sind schon viele we don't, Marken we dabei. don't select so highly for the barrels. Which distillery we want those barrels, but we Zeig mir mal. all the barrels from the States.
Zeig mir mal einen Whisky mit 10 Jahren und 43% mit dieser Nase. Das ist unglaublich. Also, Zeig mir mal, also wirklich, du gehst jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal ein XY-Land, ja, nimmst dir 10 Jahre und 43% und hältst deine Nase rein. Ich glaube, es gibt nicht viele, die so. Wir haben ja noch nicht getrunken, aber dieses Aroma von der Nase in dem Video, was gelaufen ist, da riecht man eigentlich so alibimäßig schon mal am Glas, aber hier hast du sofort, bam, eine reinbekommen. Ja, und diese Wachsigkeit, diese Öligkeit, Cremigkeit, Wachsigkeit auch. Das ich finde dieses Wachs, also dieses kenne ich so Bienenwachs. wirklich. Ja, das kenne ich sonst eigentlich wirklich nur von älteren. Kleine. Ja, genau, kleine Prora, sowas die Richtung. Ja. Da kenne ich das her. Ja, ich will es, ja, aber ja, so doof wie es klingt, wir sind gerade auch echt ein bisschen geflasht. Also Everybody's freaking out about this whiskey, you know, because it is so good. It is so waxy, it is complex, it is with 10 years, 43%, so pungent. The nose is so fragrant, and we're just nerding out here totally. okay, we must drink. Yeah. large Kippis. Prost. Come on. Oh my god. No, this is so good. What the fuck? What the So fuck? waxy. Boah, die Flutchen ist Pfirsich, Peach. Wow. Wo sind wir preislich? It price- tastes like when you put out a candle, you know, halbe the smoke from a blown out candle. 75 Euro die Großflasche. 74,90, halbe Liter muss man dazu sagen. Halbe Liter, 74,90. Und Leute, das ist eine von den Flaschen, wir sagen es jetzt, wo wir nur 6 wirklich da haben. Also wirklich. Wow. 10 Jahre und er sieht auch cool aus. Also so optisch, jetzt auch in der Weihnachtszeit oder am Weihnachtsbaum sieht das optisch echt cool aus. Muss ich sagen, ja. Yeah, it's a great gift for Christmas, you know. And Oh, it is really good. It is really good. In There my is mind, half of our it history in that bottle. but it really copies for me the profile of old scotches. You know, the wax aromas, the tropical fruits. But it has a little bit more heat, and it is a little bit rougher on the edges, not so round. You know, if you have like a 30-year-old Scotch or so, something like that, is very round. But this is rougher around the edges. It has a nice spiciness, but wow, the waxiness on this dram, absolutely phenomenal. very Really? good. Und ich wollte das Wort alte Scotch nicht in den Mund nehmen. Aber es weil, ist ja, man muss, ja, es schmeckt wirklich wie ein alter schottischer Whisky. Diese Bernd schreibt ja schon kleine. diese tropischen Früchte, diese Wachsigkeit, diese Öligkeit, dieses mundfüllende Gefühl auch mit 43%. Wow. Very we good. compared it to Kleinlich or Brora because of the waxiness, you know. So Also ich will mal zusammenfassen, wir haben noch den ersten beiden Whiskys, Buna Helm, Kleinisch und Brora. Ja, so. Und wer bitte für einen 10 Jahre alten Brora für 74,90 kaufen möchte, schlägt jetzt zu. Ja. Schnäppchen. Ja, so. aber es ist halt auch nicht umsonst, dass die halt bei der Competition halt Gold gewonnen haben. Es ist normal. Can you tell us which Silber. expression did you won the spirits competition, the gold medal? Silber. Pulo is one So of it was the a cool score. yes. Great. And So- actually, with World Whiskey Awards, 10 years old got also gold medal this year. yeah, I get that. Yeah. It's great. Really, really great. Really nice start. I'm totally blown away. I'm speechless a little bit. Ich muss echt sagen, also wir sind ja eigentlich immer versuchen immer möglichst unparteiisch zu sein und jetzt nichts in den Himmel zu loben und so. Aber wenn wir das mal machen, dann ist dem auch, also dann meinen wir das auch ernst. Also das ist krass. Und Steffen, wie schmeckt es dir so? Ja, also ich kann Es mir gibt- vorstellen, das schmeckt anderen Leuten sehr, sehr gut. Ja, das ist nur so ein Zeichen für, kann sein, dass das auch anders schmeckt. Aber hier muss man wirklich sagen,
Also ich sage auch mal wieder, die 43%, das finde ich so faszinierend, dass der dann trotzdem so abliefert noch. Ne? Hier, was auch Christian schreibt, er kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal ein 10 Jahre alter Whisky so weggeballert hat. Mental. Great. Florale Pfirsichbutter, wachsig und ölig. Wieder herrliche Kraft für 43%. Im Abgang Zitrus, Bitterorangen, etwas kalte Kaminasche und geröstete Kaffee- und Kakaobohnen. Peach, Vanilla, Popcorn, Caramel, perfect. Great. Walter hat es auf den Punkt gebracht. Na? I don't know. Yeah. I'm just loving your comments over here. I have to admit, I'm really thankful for the guys. They are making such a great job over there at the distillery. We have 4 distillers at the moment, and they are really making my life easy as a salesperson because I have these beautiful whiskies to represent. So Ja. it's like, Just here. I'm Just try. a huge fan also of the distillery. So it is. They are making my life really easy with these ones. Yeah. But I must say, because the Germans are big Scotch fans, we are taking references to Scottish distilleries. But I must say, it is not a Scotch, but it is not that you can definitely taste it. It is so well made that you can compare it to Scotch whiskies. But I love it that Finland has this own approach to whiskey and are producing this great of a product. So, and if you're sourcing your barley local, and I have so many questions. Let's start with the barley. Is there a special variety of barley that you prefer, or is it just like it comes 150 meters? Just give me everything. This is like, I don't know, Golden Promise, or what is the name of your barley? So I don't know. Well, it's we don't have the specific barley malt that we are using. Viking malt is making our blend from varieties without our notes for that what we want to use in the whiskies. So we don't have specific ones, and I think also one big part of the quality overall with our products is actually the groundwater, which we have over here in Lahti. Lahti is a city over here in right next to, on top of this Salpausselkä Ridge, and during the Ice Age, it was formed, and the Salpausselkä Ridge, and it has filtered the water, the groundwater that we use, and it is by UNESCO, it is one of the purest groundwaters in the world, and you can really taste it. I just loving my glass of water as well over here, so that is one key element of our whiskies. And with our sea containers where we mature our whiskies, I think that is also part of our secret, but we can talk more of it later. Nice. Okay. Also I know. ihr müsst ich bin ja, also in meinem Nerdkopf, ne, ist ja gleich so, wo kommt das alles her? Wo kommen diese Geschmäcker her und sowas? Auf der einen Seite bei den 85% Bourbon Barrel ist nicht mal klar, aus welcher Distillerie das unbedingt kommt. Ne? Das kann mal Heaven Hill sein, kann mal Jack Daniels sein, kann auch mal Buffalo. von Place kommen. Das heißt, ihr habt da einfach verschiedene Bourbonfässer, die praktisch dann miteinander verwendet werden. So, das Punkt 1 finde ich halt super spannend. Ist halt, ne, und das wird ja immer miteinander vermehrt. Das heißt, es bringt halt alles Mögliche für mich auf jeden Fall schon mal Komplexität rein. Und dachte ich so, okay, wenn die jetzt lokale Gerste nehmen, vielleicht haben die da auch eine bestimmte Gerstensorte, die verwendet wird. Ne? Also irgendwie eine Gerstenart, die dann irgendwie besonders, so nö. Das, was so reinkommt, wird dann halt im Prinzip verwendet und es wird halt einfach dann miteinander vermengt. Das heißt, du hast ja auch noch verschiedene Gerstensorten, die dann verwendet werden. Aber was halt Veera sagt, ist natürlich auch sehr spannend, denn die haben da in der Stadt einen Berg, der sich praktisch in der Eiszeit hochgeschoben hat und der hat halt das ganze Grundwasser durchgefiltert ohne Ende. Und das Wasser ist UNESCO-Weltkulturerbe, weil es das reinste Wasser der Welt ist tatsächlich. So, also und das schmeckst du natürlich auch, weil das verwenden die, um den Whisky herzustellen und dann das trinkt sie natürlich auch sehr, sehr gerne nebenbei, was man sich auch vorstellen kann. Und die machen noch eine sehr spezielle Art der Reifung, aber dazu später noch mehr. Sehr interessant. Okay, ich denke, wir können den Zehner jetzt gebührend in den Feierabend schicken. Also das hat er sich echt verdient. Gut abgeliefert. Unfassbar geil abgeliefert. Also ich dachte schon nach dem Kaski,
Wird schwer. Der Zehner hat jetzt nochmal ein paar Schippen draufgelegt. Aber wir kommen jetzt zu dem, bevor wir dann in die Pause gehen, kommen wir jetzt zu dem, der bei der IWSC Gold abgeräumt hat. Zu dem Kulo. Goldmedaillengewinner. Jetzt kommen wir zu den Goldmedaillengewinnern. Kulo, war das nicht irgendein so ein Tier bei irgendeiner Show? Du, das ist auf jeden Fall ein Schimpfwort auf Spanisch. Kannst mal googeln. So, ja. Lass uns mal kurz anschauen, was wir jetzt hier genau im Glas haben und dann geht's los. Bis gleich. Oh, das war das Bild. We are professional. We are professional. So, 7 Jahre. Ja, ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach nochmal Jussi and Veera, please tell us everything about Kulo. But maybe before you talk, I have 2 questions here in my markers that we have to still answer it. It's from Tanya and Eddie. Is there a meaning behind Teerenpeli or it's a family name? Teerenpeli is, there's a meaning behind all this. Teeri is a grouse, it is a bird, it is a forest bird called grouse, and Teerenpeli is a like old Finnish way to say like to have a flirtation with somebody, like a twinkle in the eye, like a little bit flirtation over there. And the name is actually, as we are a family company, and the name was actually, it was Marianne Pysing. Anssi's wife. Anssi's wife. Now the Mrs. Pysing. Back then, she was Anssi's girlfriend who actually proposed that maybe this could be the name for Anssi's first restaurant, which he opened in 1994. And it is meaning like this flirtation game going on with a good spirit. Nice. Also der Name hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Ne? Teeren ist im Prinzip der Grouse. Ich glaube, das ist eine Rebhuhn. Also ihr kennt das wahrscheinlich hier von Famous Grouse, der Vogel, der da vorne drauf ist dann halt im Prinzip. Und Teerenpeli bedeutet halt im Prinzip so das Flirten ein bisschen halt. Ne? Und so auch halt der Name des Restaurants. Und das soll halt immer so ein bisschen die Anspielung sein, dass wir halt hier praktisch alle miteinander flirten heute und auch mit den definitiv. And very cool story. And the second question, how much alcohol does the new spirit have when you fill the cask with it? We are using 63.5 volume when we are putting in the barrels. Okay. 63,5 für alle Nicht-Anglomaten, womit man ins Fass geht. Das ist eigentlich so fast so ein bisschen Industriestandard, hätte ich fast gesagt. So in dem Bereich bewegt sich das halt im Prinzip immer. Okay, so let's... You will get a lot of specific questions. The Germans are very nerdy about that. They want to know everything. Haben wir jetzt Glendronach? Shit, das ist richtig. So the first reference is now Glendronach, ja. Hatten wir nicht jemals einen Glendronach? Im Technikcheck? Sollen wir den mal eben aufmachen, wenn ich hier noch habe? So, Kulo. Please tell us about it. Do you want to hear something more about Kulo? Yes. So yes, so this is our 7-year-old 100% of sherry casks. It is ex-Pedro Jimenez and Oloroso casks. This one has age over here, so it is 7 years of age minimum and 50.7% of alcohol. And it has been, in the last few years, it has been our most successful whiskey in the whiskey competitions throughout the world. In 2020, in the International Wine and Spirit Competition, Kulo got 98 points out of 100 and the Gold Outstanding Award. And in the same year, we actually won the Worldwide Whiskey Producer Award from the... You can see the sticker over there in the label. We actually put them by hand on every bottle. And on the same year, we won the International Worldwide Whiskey Producer Award.
This year, in 2022, Kulo has won 7 medals throughout the world so far. Yeah. One of the two gold medals in Sweden. Also, the best European single malt in Tokyo Whiskey and Spirit competition in Japan. Then there was the second place in Finland, and no, it was actually Kaski got silver in Finland in Uiske, and Kulo got third place over there, and it was also in Sweden that we got silver medal in the Stockholm Whiskey Festival with Kulo. Ja, It's also been really nice year for Kulo, and it is really. Yeah. I like to call it as Kaski's big brother or Kaski on steroids. Ja, I get that, ja. Also ihr seht, dieser Whisky hat ohne Ende Medaillen abgeräumt und das ist auch nicht ohne Grund, glaube ich. Ne? Also wenn du in Tokio als bester europäischer Whisky gekürt wirst, dann hast du einfach auch irgendwie alles richtig gemacht. Haben auch im Prinzip beste Distillers auch mitgewonnen, also die beste Brennerei im Prinzip. Das bedeutet, die machen dann natürlich sehr viel richtig. Und das Schöne ist, als Importeur ist es so, je mehr Abfüllungen man hat, die Goldmedaillen überall gewinnen, dann wird man nämlich auch, so wie wir in Folge, bester Importeur. Ja. Also von daher ist es halt sehr schön. Und Veera hat gerade gesagt, das ist praktisch so der große Bruder, mit Vollbart auf jeden Fall, vom Kaski, der Kulo. Und das riecht man hier, glaube ich, auch. Pedro Jiménez und Oloroso auf jeden Fall präsent. Es hat auch irgendwer geschrieben, der Benjamin hat geschrieben, karibischer Rum. Da bin ich dabei. Sherry, karibischer Rum. Ja. Benjamin. Das ist Rosinen-Touch-mäßige, so bis, ich sag jetzt mal ganz, ganz, ganz leichtes Ester vielleicht. Ja, so irgendwo. Ich weiß, was du meinst. Oh, Pedi hat schon getrunken. I'm sorry, it smells so good. I just can't. So. Cheers. Es ist wirklich Kaski und Steroids. Wow. The first thing that I really like about that, it is not too sweet. It is for me like an old school sherry influence. So this is in my head. You have a lot of distilleries that are very sherry driven and sherry forward, but very sweet. A lot of Pedro Jiménez. You have definitely the sweetness from the PX casks here, but it's not overly sweet. And I really like that. Ja. Very pungent. Schön. Das ist schon für die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so viele Tastings mitgemacht haben. Hier kommt so eine Sherry-Note, die du nicht mehr so oft hast. Ja, die nicht mehr so oft auftaucht. So, hier, altes Profil, ne? Altes Scotch-Profil. Ja. Du hast so Keller, muffig, du hast ein bisschen Popcorn. Ich habe irgendwo gesehen, wie Cuvré-Abfüllungen, Michel Cuvré-Abfüllungen. Kommt 100%, hin, ja. Passt aufs Auge. Definitiv. Bin ich voll dabei. Rosinen, Datteln, Balsamik, Balsamik-Essig lese ich hier gerade. Mega gut. Dunkle Schokolade, Fudge in your face finde ich auch gut. Viele Kaffeearomen finde ich auch hier. Sehr gut. Can you tell how many Pedro Jiménez and Oloroso casks you use there? Is it a percentage or is it just like we play every batch different? A little bit depending each batch. Mainly PX, but if I have to say something, it's like 60-40 PX casks. Okay. Also 60% A little bit depending on each batch, and that those barrels gives all the characters that we want that Kulo has. Also 60-40, aber kann natürlich auch variieren, je nachdem, wie, ne, damit das Geschmacksprofil halt immer wieder passt. Und die Batches können sich natürlich dann halt so ein bisschen unterscheiden. Aber sehr lecker tatsächlich. It is very Christmassy, you know? A lot of cinnamon there and raisins and perfect for the time now.
Yeah, Ja. it goes really well with chocolate as well. Das glaube Ich ich. glaube, wir können die Kommentare Ja, einfach mal Cola. einblenden. Yeah. Das No ist matter ja- what chocolate, just have chocolate with cooler. Wahnsinn. Cooler actually means something as also kaski. Those are names from ancient Finnish agriculture with the slash and burn agriculture where you burn the ground to make it more fertile. And Jussi is actually one of the people behind the names of our whiskies. So it's usually when we are releasing something, I go like Jussi. Pick up your notebook and give us something for the next New one. name. All our other whiskies than now, how you say, age range. We have some meaning from the agriculture, and they are tools and ways to make the barley malt grow, and kulo is also one of, and also it has double meaning. If you could tell the Spanish people what the kulo is, and I don't know if you know Spanish. I think you Yeah, and if you are one of those. If you write it on the sea, it means something else. In Finnish, it means burnt ground. Yeah, I heard a lot of Pitbull songs in my youth, so and they're always screaming like "Kulo." But that's maybe nice. Maybe you can call him and then get him as an advertisement or something like that. That would be nice, you know. He was just making a song, a Finnish version with your whiskey in the hand. Ja. Yeah. Also, so wie ihr gesehen habt, also die Namen haben immer eine Bedeutung, die kommen eigentlich aus der Agrarkultur, also im Prinzip aus den ne? Also das sind halt immer, Karski bedeutet dann auch, wenn das Feld runtergebrannt wird, damit der Boden halt wieder richtig schön fruchtbar wird und all solche Sachen, und bei Kulo ist es dann halt auch genauso, aber das solltet ihr halt nicht in Spanien sagen, weil das hat da eine andere Bedeutung. Heißt halt Popo halt, ne? Aber genau, das müsst ihr natürlich. Und ja, aber wie ich sehe, schmeckt euch das auch wahrscheinlich, ne? Also falls ihr da noch irgendwie tolle Fragen habt, dann sagt dann halt, sagt mal Bescheid. Finde ich auch gut, ne? Das ist Liebstöckel halt so ein bisschen, was von dem PX dann wahrscheinlich kommt. So Ja, ein ja. bisschen, ne? Ja, Umami halt. There's a lot of umami in there. You know, like fat fish or sushi or soy sauce, everything in that direction. And I think that the body actually hides the alcohol level really well. I wouldn't guess that it is 50.7% of alcohol. Never ever. No. You don't necessarily need water with this one. Das ging mir auch gerade so durch den Kopf. Ich hab mir gerade so gedacht, wir haben jetzt die 43%iger getrunken, waren überrascht, wie kräftig die sind für den Alkoholgehalt. Und jetzt sind wir hier bei 50% und sind überrascht, wie mild der ist für den Alkoholgehalt. Also es ist schon wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Also sehr cool. Yeah. Very good. On the first hand, you have like 43%, and it's very pungent, it's very present, it's very nice. And then on the other hand, you have 50% now, and it's very pleasing, and it's very soft, and it's very subtle. So you're doing a lot of things right there. Good job. Yeah. It's very easy. It's, you know, shockingly easy to drink. In Germany we say süffig. Süffig. Was meint Walter? Die Guys from Whiskey, what to say? Das ist wahrscheinlich so ein Insider. Ist ein Insider? Ich bin kein Insider. Und Leute, wir haben euch nicht zu viel versprochen. Wir haben euch klassische Sherry- und Bourbon-Fass gereifte Whiskys versprochen in den Newsletter, und genau die bekommt ihr und in einer Top-Qualität. Genau die bekommt ihr. And another glass finished. Yes, I have 3. Yeah, Everything is empty. It's a very good sign. Very good sign. Guys, can you send me another package, please? Like Yes. Yes. Oh. Yeah. Why? We are still waiting for our package. Yes. It is the postal officer again.
Luckily, we are over here at the distillery visitor center, so we do have some bottles over here where to get some samples with. That's good. Yeah, I will go tomorrow grocery shopping in our warehouse. You know, like I'm getting my my basket and then just put in like where's Teerenpeli? Okay, yeah, nice. Get some bottles. Everything you have. Yes. Maximilian thought, personally, I really dislike the heavily boosted fresh sherry cask matured whiskies, but this one is nothing like that. Really nice old sherry notes, oily, and all in all delicious. Yep. I agree with that. This is very good. Vielen Dank. Vielen Dank. Yes, 2 CL are not enough. You can buy the big bottle in our shop. Ja. So, jetzt weiß ich. He means it's a good whiskey. Good whiskey, yeah. We translate it's a good whiskey. Okay. Okay. Also bis eben hatten wir ja 50%. Ich habe schon mal weitergeblättert. Es kommt was 8-Jähriges mit über 60% gleich auf uns. Das Single Cask kommt dann. Und wir haben da jetzt bei uns, weißt du, wenn so ein Flugzeug von oben unerwartet runterkommt, haben die so ein Checkbuch, was die abarbeiten, damit das Ding ungefähr nochmal besser runterkommt. Ja? Wir müssen dieses Checkbuch jetzt auch abfahren, ja, weil jetzt kommt es zur Fassstärke, jetzt kommen 8 Jahre, jetzt kommt über 60%. Wir müssen unser Checkbuch abarbeiten. Das heißt, auf Toilette gehen, Wasser einschenken, ein bisschen Liegestütze machen, voll vorbereiten. Push-ups. Ja, und wir schaffen meistens nur 600 in der Pause. Aber wir werden einen kleinen Break machen. Ja. 7 Minutes Break. Break. Und dann sehen wir uns in exakt 7 Minuten wieder. Und wir haben auch dieses Mal extra nichts Tolles für euch reingepackt in die Pause. Ihr könnt beruhigt auf Toilette gehen. Es kommen keine tollen Videos oder so. Es kommt einfach nur eine Pause. Einfach mal eine Pause. Ganz klassisch, einfach nur eine Pause. Und wir sehen uns. We will see us in exactly 7 minutes after the break. We will continue this tasting.
So, wir sind wieder da. Ich muss euch leider enttäuschen, wir haben nur 485 Sit-Ups geschafft in der Zeit. Ja. Also wir lassen nach. Das mag an dem guten Stuff liegen, ja. Ja, das ist nicht gut für One-Pack. Ich habe währenddessen einfach alle Liegestütze gemacht. Ja, Alle. Ja. Ich mache auch keine Liegestütze, ich presse die Erde weg. Wir haben uns jetzt auch in der Pause noch mal kurz unterhalten, dass wir wirklich überrascht sind, wie unfassbar geil, auf gut Deutsch zu sagen, dieses Zeug heute ist. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt, ich würde sagen, wir gehen direkt zu dem. Bin sehr gespannt, wie der jetzt ist. Mit 61,7% ist der jetzt genauso mild und bekömmlich ist oder ob er jetzt Power hat und ein bisschen alkoholische Schärfe hat. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Und 342 Flaschen. 342 Flaschen nur. Ja. Und ich habe die Bestände abgefragt bei euch. Es ist auch nicht mehr so viel da tatsächlich. Also Schnell sein. wir schauen mal. Bis gleich. Tja, PX Single Cask. 100% PX Sherry Single Cask, 8 Jahre alt, 61,7% Volumen, exklusiv abgefüllt für Deutschland bzw. für die Firma Kirschenport. Veera and Jussi, please tell us everything about this whiskey. Yes, alle Flaschen sind in Deutschland. Okay. It is single casks, especially made for you, for Kirsch, and every bottle is actually over there in Germany. We didn't leave not one bottle over here. I'm so eager to sell. If I sell that, I sell. Yeah. If I tell you that I'm gonna sell a cask for you, so then I'm gonna sell the whole cask. So we don't have a bottle over here. Yeah. So I will spare enjoy one for the- you, no problem. Yeah. When Yeah, you're over so here, please- then we can drink and dram. Yeah, but I got the chance to try it before we send it out, and also at the fair in Bremen a couple of months ago, and we got really good reviews over there. It is 61.7% of alcohol, and on the bottle it says how many bottles there are there. If I I tried to look from the video over there, so it was maybe 305 bottles altogether, something like that. But it is one of the strongest ones that we have sent out actually. There is Yeah, we have made few batches of that volume yeah. and quite rare volume for us also. Yeah. One of the comments actually from Bremen that I got from that 8-year-old Pedro Jimenez was like, 61.7, why do you make it non-alcoholic? There's no alcohol over here. So that was one of the comments that I got, aside from the great reviews from the cask and selection over there. Also leider haben die natürlich jetzt keine Flasche davon da, ne? Weil die ganzen Flaschen sind bei uns gelandet. Exklusiv für Deutschland haben wir im Prinzip aussuchen dürfen das Fass. Und es ist selten, dass eine Abfüllung so viel Volumenprozent hat. Also 61 und ein paar zerquetschte ist schon so, dass es halt nicht so ist. Und in Bremen, als wir unsere Hausmesse hatten, wo die beiden Jungs auch mit dabei waren, da konnte man den probieren. Und alle haben sich halt gewundert, haben gesagt, so 61, wo ist der Alkohol? Das ist so gut eingebunden. Und ich glaube, da dürfen wir gleich sehr gespannt sein, wenn wir auch mal die Nase einhalten. Well, you can definitely tell that it is pungent, but it is very present in the nose when you try to get a good whiff. Then you have to inhale through your nose and the mouth, so you have so you don't get the alcohol sting, you know. But it is actually pretty easy to smell that, yeah. Yes. Also, ich lese mir von Benjamin gerade die Notes durch. Ich musste sagen, Balsamico-Essig, so ein dickflüssiger Balsamico-Essig, ist ja auch wirklich, wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo ich es so lese, denke ich mir, ja, also... Ich bin mehr so bei Espresso.
Ja, also eine Note von diesen ganzen, wo ich sage, das ist mal außergewöhnlich. Aber mehr so eine Creme. Ja. Aber ich bin auch so bei Butterstollen halt auch, ne? Das passt auch total. Butterstollen, auch die mit dieser Zuckerschicht, weißt du, und die Rosinen da drin und so weiter und dieser dicke, nasse Teig oder sowas, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. The tasting notes are going from balsamic vinegar over to Christmas cake or something like that, or pound cake, and tobacco, leather, everything. So you know the tasting wheels, no, where you can have the different tasting notes. And this whiskey has not that often actually. I've used it sometimes, but it is in like on a daily basis uses over here. But so. you know that, there are a lot of tasting notes in I there. know that, yeah. This is a kind of whiskey that has just every tasting note there. So everything that's on this tasting wheel is in this glass. Also man muss dazu sagen, es ist auch 2 Pakete zu Teerenpeli gegangen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich sagen kann. Ja. Achso, okay, dann erzähl du weiter. Ja. Genau, eigentlich sollten die beiden von Teerenpeli auch diese Single Cask heute mitverkosten. Deswegen haben wir vor über 2 Wochen ein Tasting-Set nach Finnland geschickt. Dieses Set liegt aber immer noch in Hamburg. Also haben wir letzte Woche Freitag, jetzt kurz vor knapp, nochmal eins per Express hingeschickt. Das liegt aber auch in Hamburg. Also scheint in Hamburg gut anzukommen, Teerenpeli. Ja. Aber irgendwann bekommen sie es. Yeah. I will give the share for Jussi because I'm not sure if you have taken. That's good. Actually, I haven't tasted it. Yeah. Our head distiller actually, when we are talking about the single casks, and our head distiller comes in with a box to me and over here, and they are the numbers behind the bottle. And actually, we have left the number over there in the bottle, like the hashtag 25/11/2013. So it is a date when the barrel has been filled. And the B means that it is the second barrel that has been filled in that day. In that day. Yeah. 25.11.2013. Coole Nummer. That is Teerenpeli code, not Da Vinci code, but Teerenpeli code. Wow. Also für alle, ne? Wenn ihr es verstanden habt, der Flaschencode, der da draufsteht, ist tatsächlich dann Abfülldatum, und B bedeutet halt das zweite Fass, was an dem Tag abgefüllt worden ist. Das heißt, wir sind jetzt Insider von Teerenpeli. Wir wissen, wie der Code funktioniert von den Fässern. Wir sind jetzt Insider. Ist auch sehr kompliziert, muss ich sagen. Ja, also den zu entschlüsseln, aber ich sag mal so, wenn du jetzt wirklich aufgefallen, muss ich sagen. Ja, wenn du es nicht weißt. Ja. Interessant. Ich möchte jetzt gerne mal alle Flaschen von Teerenpeli gerne noch mal sehen. Aber ja, wollen wir mal probieren? Wir probieren auf jeden Fall. Ja. Let's taste. Let's dive in this wonderful dram. Slange. Schiebt er an jetzt. Du hast die Kraft definitiv, aber er brennt nicht. Es kommt so geil Oldschool Sherry durch. Diese Weinkeller, ganz geile Orangennote hinten raus, noch so eine, nicht Zitrus, also mehr so eine weiche Mandarine. Soll ich dir das mal was sagen? Das ist ein etwas jüngerer, vor ein paar Jahren abgefüllter Macallan Classic Cut. Achso, ja gut, es kommt hin, ja. Der Sherry-Anteil, der 100% Sherry war, ja. Ja, stimmt. Vor ein paar Jahren gab es ja die Macallan Classic Cuts, die noch mehr Sherry-Anteile hatten wie die jetzigen. Ja. Ein bisschen in die Richtung. Und so ein bisschen in diese Richtung, stimmt. Diese Sherry-Note geht ja. Also ich weiß nicht, welche schottischen Distillen wir heute noch aufzählen sollen, um dieses Produkt zu beschreiben, aber das ist geil Sherry, wirklich. I think we can leave that as a statement. Teerenpeli, the better Scotch. Yeah, it is awesome. Balsamico vinegar. It is pungent. It is warming.
I really like that. It gives you like a feeling of a Kentucky hug, you know, when you're drinking the cask strength bourbon or something like that. Then you get a warmth, but it's not burning. But it is as somebody is hugging you. Boah, geil. You like that, and a lot of Gut. coffee in there. It is the Oh Finnish je. hug. Oh je. Dieses Spiel der einsamen Insel am Ende Boah, das wird immer schwerer. wird echt brutal. Wir sind jetzt hier für einen halben Liter bei 89,90. Ja, ist schon ambitioniert. Aber ja, es ist ein Single Cask. Was kostet Macallan Classic Card aktuell? Keine Ahnung. Müsste man jetzt gegenverkosten. Aber ich muss sagen, Also er trifft es nicht hundertprozentig, aber er erinnert geht in die mich, Richtung. er auf erinnert jeden mich Fall, daran. Ja. Geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich schmeiß trotzdem mal 2 Tropfen Wasser rein. Okay. Das möchte ich jetzt einfach mal experimentieren. We're tasting with a little bit of water. Da brauche ich noch ein little bit of water. Oh, okay. That's important. I have my special measuring cup. You are supporting the. I can see what is your favorite color, Patrick. That is black. Black glasses and black water bottle. Yeah, I'm a colorful guy. I don't know why. Yeah. Normally I Yeah. don't have a lot of black clothes, but you know this is like I have it in white as well. But you know, black shapes. You know? So yeah, and these glasses, I like them. They look a little bit like you are running a computer game, and this glass is not rendered yet. You know, it's like out of place. Like, somebody We have forgot. actually over there for the tasting use behind that wall next to us. Selbst nur, ich habe jetzt nur 2 Tropfen, also das hat vielleicht 0,5% an dem Alkoholgehalt geändert, aber er wird noch, Schön, ja. macht auf, er wird cremiger, öliger, I fruchtiger. like that you have this old wine cellar vibe there. You know, Ja, a lot of Rancio. yeah. Rancio. You have the feeling that you're sitting in an old wine cellar and then sipping balsamico vinegar out of a cup. I don't know. It sounds not so pleasant, but it is pleasant. It is very nice, and it's it's really enfolds everything when you put a little bit of water in there. You had a more aromas, more flavor. It is fruity. It is floral. Again, every tasting note on the tasting wheel. Yeah. This is still from the our first distillery from the city center, and right now we are actually on the second distillery, which is bigger one, and it was built in 2015 over here, right next to our brewery, as we also have a brewery over here with Teerenpeli, which you can possibly think about from our company name, Teerenpeli Brewery and Distillery. So they are located right next to each other, and it gives us really good possibilities also to sample with the casks. So we can use the whiskey casks for the beer and then back for the whiskies, and we can experiment a lot of things over there. And one of the things which was also made when we moved over here. So sustainability is a really big thing with us, and our owner wanted to build our own power plant over here at the premises. So we have a wood pellet power plant over here, which heats our brewery kettles and pot stills over there. And the wood pellets that we use, they are residue from a wood industry, and the factory is located like 30 to 40 kilometers over here that we get them from. Ja. Also hier sieht man, dass auch auf Nachhaltigkeit geschaut wird. Ne? Also in der Nähe haben die ein Sägewerk im Prinzip und die kriegen dann halt die Holzpellets von da geliefert. Und die haben ein eigenes Kraftwerk sozusagen, was dort betrieben wird, was sie halt dort machen. Und das ist ja auch eine Brauerei. Das heißt, alles Mögliche wird dann halt auch immer wieder verwendet. Und falls man das so sich ein bisschen auskennt mit der Technik, ist es so, eigentlich machst du ja bei Whisky, wenn du so ein Bier ansetzt, machst du halt Hopfen rein, wenn du Bier haben willst. Und ohne Hopfen packst du es in eine Brennblase und schon hast du Whisky, mehr oder weniger. Und hier werden halt alle Prozesse miteinander verwendet, damit man halt so nachhaltig wie möglich im Prinzip produzieren kann. Das merkt man hier, glaube ich. Also man merkt hier schon wirklich Detailverliebtheit, glaube ich, und dass es halt dann wirklich ja, mit Auge für Qualität gemacht wird. Und auch nur 30 bis 40 Kilometer weg von der Distille.
Genau. Und wie ich das verstanden habe, also in Finnisch fußläufig, ja, und Das ist alles extrem lokal. ja. Und So, I really want to try your beer now. If it's just half as good as the Whiskys, it must be very impressive. Yes, and also we have calculated our carbon footprint in the beginning of this year, and the results show that thanks for our power plant over here, the wood pellet power plant, our footprint is like 10%, approximately 10% compared to what it would be if we used oil or gas. So it is really small. It is minus 90% lower. So we are really happy about that. And we are all the time looking ways to even minimize it from there, because this is something, whiskey business is in fast business, and this is something that we do for the next generations. And we want to leave also the best possible world over there. And this was my Teerenpeli. Very good. Ja, also ihr müsst euch mal vorstellen, dadurch, dass sie dieses Kraftwerk in der Nähe benutzen, wo dann halt diese Holzpellets verbraucht werden, haben die nur 10% an Energie oder an CO2-Ausstoß, was sie normalerweise hätten, wenn die jetzt irgendwie Ölheizung oder sonst was oder Öl oder irgendwas anderes benutzen würden. Das heißt, die versuchen sogar da noch diese 10% noch weiter zu drücken. Das heißt, die sparen schon 90% Emissionen ein im Prinzip. Und das ist halt für Teerenpeli sehr wichtig. Ist ja auch klar, sollte für alle wichtig sein, dass halt einfach die Nachwelt geschont wird und so, dass wir halt alle dann noch weiterhin noch guten Whisky trinken können und das halt so nachhaltig wie möglich produziert wird. Finde ich einen tollen Ansatz, finde ich auch sehr schön. Ja. auf jeden Fall. Ja, also es ist glaube ich, alles, was so nördlich ist, die sind ja viel ambitionierter, was das angeht. Das Ja, Thema. auch moderner teilweise. So, und war, wie gesagt, also du hast hier die Prozente gemerkt, aber nicht, dass es über 60 sind. Gar nicht. 61,7? 61,7, ich bin schon ein bisschen hier weiter kurz, 61,7 tatsächlich. Und, 61,7? Stolzer Preis, gar keine Frage, ja. Aber als Highlight-Produkt kann man machen. Ne? Das ist ja auch eine relativ kleine Destillerie. Ich glaube 200.000 Liter oder 160.000 Liter Alkohol im Jahr. Ja. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Ja. Ne? Irgendwie Ja, musst du musst Geld du halt verdienen. überlegen, ne? Also das ist irgendwie, du musst alles nach Finnland hinschiffen, die kaufen da die Fässer ein und keine Ahnung was, und jetzt hast du da in der Nähe ein eigenes Kraftwerk, was betrieben wird und. Also es ist klar, dass sich das halt irgendwo auch im Preis widerspiegelt. Und ihr kennt das selber, wenn Dinge in Europa produziert werden. Die Schotten haben halt einfach das Glück, dass die halt einfach auf einem riesen Stock von Whisky sitzen, und das ist halt bei Teerenpeli natürlich nicht der Fall. Und das zahlt man dann mehr oder weniger immer mit. Aber die Qualität, weißt du, stimmt halt. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, es gibt Whiskys, die ich in dem Preisbereich schon gesehen habe, wo ich einfach sagen würde, fasse ich nie wieder an, weil man da einfach wirklich nichts Leckeres im Glas hat. Und hier, also Das stimmt. hat man wirklich was nachhaltig Produziertes, was einfach so eine hohe Qualität aufweist, aus Finnland kommt und dann einfach hier auch noch irgendwie nette Menschen hat, mit denen man das teilt. Das ist doch Wahnsinn. Ja, Definitiv. wollen wir vielleicht mal einen Whisky einblenden, den die auch in Finnland vorrätig haben? Wo sie mittrinken können? Achso, Oder? ja. Ich würde sagen, wir gehen eins weiter. Also wir schließen jetzt das Kapitel der nicht rauchig oder ganz wenig rauchigen Whiskys und kommen jetzt zu den Whiskys, die aus getorften Teerenpeli New Make hergestellt wurden oder gereift wurden. Ich bin jetzt raus und ihr seht, Das heißt, wir gehen jetzt aber auch von 61,7 auf 46 runter. Also wir müssen jetzt, trinkt ein bisschen Wasser, esst ein paar Cracker. Wir haben uns ja über Cracker vorhin noch unterhalten, oder ein bisschen hier, wir essen immer hier so ein bisschen Gebäck. Ja. Ne? Ein bisschen neutralisieren. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder zum Palo. Bis gleich. So, die einzige 0,7 Liter Flasche heute bei uns im Tasting, also nicht über dem Preis erschrecken, das ist 0,7. Ja, wir haben ein bisschen mehr drin. Palo, Peated Cherry, Veera and Jussi.
peated sherry. Please tell us something about Palo. What does it mean? Yes. First of all. Well, you have kaski and kulo, and when the fire has stopped and gone, the ground is called palo. So it's burned ground. It's in Finnish language. It is also like burning is palo. Mm-hmm. Yeah. And also That makes sense. So it is now with. Is it peat? Yes. Now there's the peated malt. Our peated new make is over here. Okay, great. Also So leicht getorft. are you using local Finnish peat, or is it just? Unfortunately not. The malt is coming from Europe, Belgium, and also in England. Oh, okay. So we have to buy the peated barley malt somewhere else because unfortunately we don't have any factories in Finland who is making peated single malt or the barley malt for this Quantity that quantity we need. that we need. Mm-hmm. Okay, but So is we there have to peat in somewhere else. Finland? I'm not sure, but We have actually peat in Finland, and always trying to look the malt factories who's willing to make peated malt. And I think if we find that kind of factory who's making peated malt, we change it right away because, well, long time we want to keep it local ingredients and Finnish ingredients, but with the peated one we have to Reach out for the Europe with. We need help from Europe with this one. yeah, makes sense. But I heard a story recently. the guys from Waterford, they ship their Irish peat with the barley to Scotland actually, and then it is getting they kill the whole thing, and then using the Irish peat for the malt, and then send all that stuff back. Maybe this is an option. Maybe you just send the peat somewhere. that would be, but Yeah, that would be. But then again, there would be like lots of extra sea routes over there, and with the sustainability thing, so that might not be the best way to lower our carbon footprint to send out I get that. Yeah. barley malt back and forth. So, but otherwise, nice idea. If there was some. Yeah, we have tried to all kinds of ideas and see how we could manage that. But at the moment, we are buying the barley malt from somewhere else than in Finland. But Palo is our latest release. It is released in September this year, and to honor our 20th anniversary, as we turned 20 years in 23rd of September. And the volume is actually 46% of alcohol, and it is a new volume for us. And it was decided by a blind tasting from, we have 7 different Teerenpeli restaurants throughout Finland, which are selling our beers and whiskies. And we send out samples over there for the Teerenpeli restaurant ambassadors, and with the blind tasting, they decided the strength of this one. There were 3 options for the 43, 46, and 50.7, and the 46 was a clear winner over there, as it like complements the best with the new make over there, peated new make over there, and with the characters of the sherry casks in it. Okay. Also es ist nicht nur so, dass jetzt der Palo zum 20. Jubiläum rauskam, ne, sondern auch diese 46 Volumenprozente sind in einem Blind-Tasting praktisch entschieden worden, weil die haben eine Menge Restaurants, die zu Teerenpeli gehören, wo halt das Bier und der Whisky serviert wird. Und dort haben die ein Blind-Tasting gemacht und die hatten 3 Möglichkeiten auszusuchen im Prinzip, 43, 46 oder auch 50,7. Und 46 hat sich halt mit großer Mehrheit durchgesetzt. Deswegen haben die auch mal mit 46 jetzt gearbeitet, was eigentlich eine neue Alkoholstärke ist, womit die vorher noch nicht gearbeitet haben. Also von daher auch sehr spannend. Und das getorfte Malz kommt aber tatsächlich aus Europa. Also das wird aus teilweise England oder auch aus Belgien kommt es. Und ihr riecht, glaube ich, hier schon, also wenn es aus Belgien kommt, man hat schon einen anderen Duft. Es ist nicht so der klassische Peat, den man sonst so kennt. Mich hat als erstes irgendwie so ein bisschen
Stallflavor und so ein bisschen Landluft hat sich so ein bisschen breit gemacht. Finde ich aber sehr, sehr gut. Hat so Und die, an Chicken. und die Nadelhülse auch, hatte ich auch. Ja, Nadelhülse. auch schön. Das hast du bei belgischen Rauchmalz, haben wir das sehr oft. Ja. Das kennen wir von unserer Deutschland-Tournee. Da, wo belgisches Rauchmalz verwendet wird, riechst du sofort. Aber hier ist es trotzdem ganz anders. Ja. Ne? Ich bin auf den Geschmack gespannt. Ich auch. Und ja, lass uns probieren. So, yeah, let's have a taste. Cheers. Kippis. Gippis. Kippies. Wie heißt das nochmal? Steht doch hier drin. Gippis. Kippis. Kippis. Ach, kipp ihn. Kippis. Ja, Kippis. Sorry. Oh, what is that? It is barbecue sauce. Wow. Ui. It's campfire. It's honey glazed roasted meat. Die ist schon eine angenehme Aschigkeit hinten raus. Nicht ganz so kalter Qualm. Es ist, glaube ich, einer der besten Whiskys, die ich getrunken habe mit belgischen Rauchmalz. Das stimmt, ja. So Zigarrenasche für mich, weißt du? Wenn du genau. so eine hochwertige Zigarre wegrauchst, die nicht so nach Aschenbecher riecht. So, it's cigar ash, if you get that, or maybe it is the ash from a pipe. You know, if you have a very nice aromatic tobacco or something like that, it's subtle, but you can definitely tell that it's smoke. And you can tell that the both guys said like that is from Belgium, because you have a little bit of a pine feeling there, like a pine wood. And I get a lot of when like a sense of a farm, you know, like if you're walking into a barn of farm smell, earthy. And Murphy. Ja. riecht nach Herbst, also so wie Herbstblätter irgendwie, ne? Really nice. I Ja. like it. Geht ein bisschen in die Kaski-Richtung. So ein bisschen in die Kaski-Richtung, aber halt nochmal mit ordentlichem Punch mehr Rauch dazu. Weil ich hatte ja persönlich so ein bisschen diese Röstaromen. Ich hatte einen ganz leichten Torfrauch beim Kaski. Warum auch immer. Und hier hast du halt nochmal. Aber so in die Richtung geht der. Aber ich finde das, was Paddy gesagt hat, Herbstblätter. Also dieses herbstlich, ja, wenn du das so auftrittst beim Spazierengehen, ja, so dann, ja. It is when you're on an autumn walk, you know, and then you step on the brown leaves. It smells definitely like that. Very nice. I like the finish. You know, always, it is always when you combine a whiskey with smoke, for me, I must say, for me, that is always putting another layer of complexity in this dram. And the both guys say it's like, it is a Kaski, but with something on top. And it's definitely like that. So you have like the sherry aromas, but you have this subtle smokiness, which is not typical like a peated whiskey or like a peated scotch that you normally get from Islay or I don't know where. It is different, but it's very good. It is very aromatic. Yeah, that's good. You have like I just love that how gentle it is, and I feel like how the casks are hugging out, the sherry casks are hugging the smoke inside of them, and it is just a beautiful balance over there. It is like when you're stepping in a room and they were burning incense, you know, and this like Asian incense stuff. Remind me of that. Sitting next to the bonfire, so like that one. Or like that. We have a savu sauna over here in like this rauch sauna over here in Finland. So it is a different like Turkish sauna. So over there you can get this similar thing, but also like sitting next to the bonfire. So that is something that
we like to describe it, especially in English, as it isn't that like high and up your throat and nose as for example, beautiful Isla whiskies with the peatiness and the smokiness, but this is much more gentle. It reminds me, with the oiliness, reminds me of a really good stew. You know, in this cold weather, when you're coming home, you have like meat and a stew and a really rich in flavor. Ja. Ja. Also erinnert mich so ein bisschen an den Eintopf, weißt du? Aber wenn du so nach Hause kommst, war kalt draußen, und wenn du so einen richtig dicken Eintopf hast, der so richtig geil so mit Fleisch und so Gewürzen so gemacht ist, weißt du, der so fast ein bisschen drüber, so fast zu salzig fast ist, aber so richtig gut tut dann, ne, weil es dir kalt ist, so, daran erinnert mich das. Sehr schön. Wirklich gut. Bernd schreibt auch sehr interessant. Blocks Etwas harzig und harzig und modrig. Auch gut, ne? Aber im positiven Sinne. Ja. Sehe ich genauso. Furchtbar. Also sie können sowohl, also ich finde, diese Öligkeit zieht sich durch mega. alle Whiskys. Du hast jetzt schon bei dem leicht rauchigen, sage ich jetzt mal, der hat schon einen ganz anderen Charakter. Er bleibt sich zwar treu, Teerenpeli, ölig und so weiter und so fort. Er zeigt aber schon wieder Noten, wo ich dann sage, okay, also das ist schon wieder so eine kleine Ecke, die er da bringt, wo er sagt, der will nicht jedem schmecken, sondern das ist wirklich so was Eigenständiges, was Charaktervolles. Ja, wenn der eine mag es, der andere vielleicht nicht. Weil wenn du jetzt Peated liest, erwartest du was anderes, wie was jetzt kommt. Ich finde aber so als nicht so der Peathead, finde ich das sehr gut dosiert. Ich finde es auch sehr gut. Ich finde, meine Reise war jetzt auch von der ersten Nase war so verhalten, aber ich finde jetzt, je öfter du dran riechst und je mehr du davon trinkst, umso interessanter wird er einfach. Der hat, die Rauchigkeit ist jetzt von kalter Asche in ein warmes Lagerfeuergeknister übergegangen. Du hast jetzt so eine schöne Fruchtigkeit mit drin. Also schade, dass das Glas schon wieder leer ist, muss ich sagen. So it's very sad that the glass is already empty. It is so good. It is perfect for people who don't like peat, intense peat so much, because it's very subtle and it's very nice and it's very approachable. This is very nice. And it's like a no-age statement, so we don't know exactly the age. Yes, it is also, das ist auch ein Nass-Whisky. This much I can speak is German. German is getting better with the yes. A little bit risky. The longer the tasting goes, the more I speak German over here. But as I mentioned earlier about our sea containers and the warehousing system Yes, I that have we it have here. over here. So, This and is it the was question. also started in the 2015, and when the new distillery opened over here with a bigger, much more volume that we can produce out from here. So the warehousing was also a problem, and how to sell it. And our owner, Anssi Pysing, decided, like, why wouldn't we use the former sea containers, which are out of use, that cannot be used anymore over there in the original purpose. So now we have, what is the latest number? Is it 45? 46. 46 former sea containers over there having our whiskey barrels inside. So they are on the other side. Is it correct that there is like on the two levels on the other side and in one level on the other side? The whiskies are maturing over there in our backyard. So just in sea containers. I always thought like the containers are floating on the sea, but it's not like that. It's just like the metal containers, and you store it on your property. Okay. Yeah. Okay, now I get it. Yeah, it is like easy way to expand also our warehouse, and there has been maybe 15 new warehouse containers within last 1 year, something like that. Yeah. And it also affects, like, we cut out the cold temperatures, because in Finland we have really cold winters. It is like the winter is coming, and it is upon us at the moment. So it is like minus 25 degrees in the wintertime and almost plus 30 degrees in the summertime. So we have a really big temperature changes throughout the years. And that actually enhances the maturation of our whiskies, because there is the hot ones and the cold ones.
but we do cut the minus degrees out from the sea containers, so it stays above plus, but there is still a big variation with the temperature over there. Yeah, and because the sea containers has this insulation, so they follow quite slowly for outside temperature. So similar than original Dunwich warehouse. So you get slow changing of temperatures, and that's why it's also maturating whiskey really nicely on that kind. So we get good influence from the warehouse, and similar if you build normal type of warehouse. Do you have, how high is your angel share, like in general? Angel share in our distillery is somewhere around 5%. Okay. Normal. Also, ja, genau. Also diese Container, das sind halt im Prinzip einfach Container, die ausrangiert worden sind. Ne? Also man sieht das ja noch hier. Und diese Container stehen halt auf dem Gelände, um relativ einfach die Lagerkapazitäten zu erhöhen. Und dort werden jetzt die Fässer gelagert. Der Vorteil ist, dass diese hohen Spitzen und hohen Tiefen von dem Wetter von Finnland einfach im Prinzip gekappt werden, weil die Entwicklungen halt einfach ein bisschen entspannter sind. Diese Seekontainer sind halt isoliert. Und das heißt, du hast normalerweise im Winter halt minus 25 Grad oder sowas. Also wenn da Winter ist, ist auch wirklich Winter. Ne, und es wird halt auch bis zu 30 Grad heiß. Also die haben noch so richtig Sommer. Also so wie man sich noch dran erinnern kann, wenn man halt irgendwie, so wie ich, irgendwie 40 ist, dass man halt noch normale Temperaturen hat. Nicht wie jetzt, Erderwärmung und so. Aber egal. Auf jeden Fall ist es so, dass damit eigentlich ein ähnliches Klima geschaffen wird, wie man das in Dunwich Warehouses hat, im Prinzip, ne, mit diesem gestampften Lehmboden, also so wie man das aus klassischen Schottland im Prinzip kennt. Also ein bisschen konstantere Temperaturentwicklung, aber trotzdem arbeitet das Fass halt sehr gut. Und die haben halt auch so ein Angel Share um die 5%. Deswegen kann man halt hier so sagen, dass wir uns so auf schottischem Niveau wahrscheinlich bewegen, was halt der gesamte Reifeprozess so mit sich bringt. Finde ich sehr spannend. Finde ich auch klasse, wie man da auch relativ einfach dann die Kapazitäten erhöhen kann. Ne? Einfach so ein paar Container, ab die Fässer rein und los geht's. Also ist doch definitiv. Ihr seht es auf der Seite im Booklet vom Kaski auf der Seite unten, seht ihr da nochmal ein Bild von den Containers. Ja. Genau. Ist auch günstig und gut. Also so ein Container kostet nicht so viel wie ein Warehouse. Ne? So ist es. Also in Brandenburg. Oder man holt sich so ein paar alte NATO-Bunker wie bei St. Kilian, aber das ist ja. So, okay. How is the aeration? Is it air coming into this sea containers, or is it? Yeah, they have these ventilation channels, and we can adjust them as we want to. Okay, it's not like you open the door and then just fall over because of the fumes. Okay, ja, perfekt. Okay. Also sie sind nicht luftdicht. Habe ich das richtig verstanden jetzt? Nee, genau, die sind nicht luftdicht, die haben so Ventilatoren da, damit dann halt auch wirklich die Zirkulation halt im Prinzip da ist. Stell dir mal vor, die werden nicht drin und du machst dann halt einmal im Sommer diesen Container auf. Das ist vorbei. Voll. Ja. Männertag in 30 Sekunden. Auf, okay, heim. So, der Erik hat jetzt noch Palo is the first whiskey has been in the container warehouse whole its life, and it has the first whiskey that we have made specially from the warehouse of containers. Okay. Others has other warehouses also, but the Palo is the first one coming from that kind of warehousing system. Nice. Also hier haben wir 100% Warehouse, also Container Aging im Prinzip. Ne? Das heißt, diese Abfüllung kommt 100% nur aus diesen Legern. Und ansonsten haben die natürlich auch andere Leger, wo dann halt normal in Lagerhallen das Ganze dann im Prinzip vorgehalten wird. Ne? Aber hier haben sie sich entschieden, dafür 100% auch wirklich da herauszunehmen. Finde ich spannend. Mega gut. Ja, wirklich. Sehr spannend. Hat aufgepasst, das finde ich gut. Also zwischen 1,5 und 2,5% im Jahr ist der Angel Share in Schottland, hast du natürlich recht. Aber ich sage mal halt so, ne, schottische Verhältnisse, weil halt nicht ganz so hoch, wie du irgendwie die Klimazonen wie Indien oder Kentucky oder sowas hast. Aber danke für den Hinweis. Ja.
Gut, ich würde sagen, kommen wir jetzt zum Finale. Und wir haben jetzt Final auch hier, Whisky. ja, wir haben jetzt auch wieder hier was aus Torfmalz, logisch. Und mal wieder was in Fassstärke. Und Na, was endlich. Was das genau ist, sehen wir jetzt. Savu. 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 80% Bourbonfässer, Paddy. Das hört sich doch ganz gut an, oder? Urban casks for the win. Bourbon cars. So, Veera and Jussi, please tell us something about Savu cask strength. Yeah. Well, savu means smoke in Finnish language. Rauch auf Deutsch. Rauch. And of course, the cask strength. This is something special that we are making. The savu is only whiskey that we are making at the moment, the cask strength version also. So we have the regular 43%, and then few batches are getting the cask strength volume 58.5. So this is the second release of our cask strength savu. Nice. And it's This is pronounced Savu, right? And- Just or Savu. Savu. So- Yeah. so- This is actually sold out from the distillery. So Yeah. this is So- this is the last bottle over here. Und pass auf, Like das 20 ist jetzt, liters. ich sag's jetzt trotzdem, das ist die zweite Abfüllung heute, wo wir nur 6 Flaschen im Stock haben heute. Also wir haben nur 6 von dem und nur 6 von dem 10er. Weg damit. Ja. Von dem Rest 7. Mit 2 Nullen. Also nochmal, Savu bedeutet rauchig, ne? Also für die, die es jetzt gerade nicht mitbekommen haben, oder Rauch. Ich fand es auch so schön, wie sie gerade rauchig ausgesprochen hat. Schön, oder? Rammstein. Ich habe auch gesagt, Rammstein sucht eine Sängerin. Kannst du dich bewerben, ne? You need to join a German metal band, Veera. Ich Rauchig. liebe Rammstein. So. Nase. Again, the smoke is not so pungent. It is not in your face. It is nice. It is settled. It is there. You can definitely smell it, but it's not so peaty. It's not so, medicinal or something like that. It is nice. It is a barbecue flavor. It reminds me of paprika chips. Paprika crisps chips. Like if you're having like a savory chips kind of thing. Yeah. Very nice. And more bourbon cask. That's why we are calling it gently peated. So Yeah. the peatedness is not that kind of heavy and robust one. Or we are getting this savu sauna feeling. So the smokiness is quite mellow and Nice. I have to try that. Ich bin jetzt auch mal echt gespannt, wie es schmeckt. Und ja, ganz einfach Tippstoff. Ich schlage doch mal den komplizierten Werk nach. Kippis. Ja, also nochmal schönen Dank an alle Zuschauer, die heute mit dabei waren. Paddy, schönen Dank, dass du wieder dabei sein konntest. Und jetzt im Hinterkopf behalten, wir spielen gleich unser Spiel. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. ja. Also von daher, Kippis, Kippis. the last one, Thank you. the last. Last time for today, maybe. When we did. Maybe the last one. Oh, that is definitely my cup of tea. Also It is Bourbonfässer, bigger than I remembered. Bourbonfässer können sie auf jeden Fall. It is so nice. It arrives very sweet, and it turns into barbecue, honey sauce, and everything. Ooh, that's nice.
Ja. Yeah, and the cask strength releases are quite small batches, about 500-600 bottles only. So at the moment we are not making this regularly, and like Veera thought, this is the second reason. Let's hope that we are getting the next batch in 2023. Maybe. Might be Yeah. the next batch Yeah, coming up. Nice. you have to talk about with Jaakko. Yeah. The Our, head. our head distiller Jaakko Joki, actually, he's online watching us from somewhere. There we go. Yeah, and he said that he's blushing on a break. He was sending us message like, "Oh, I'm blushing with the compliments." Like, Yeah, so now you know how good you are. yeah. So hi, Jaakko. Sehr schön, also der Distillery Manager, also der Head Distiller, also der den ganzen Stoff macht, der guckt uns gerade zu und der wird gerade ein bisschen rot von den ganzen Komplimenten, die wir hier raushauen. Also von daher, glaube ich, haben wir alle alles Also- richtig gemacht. Was heute abgeht hier, eben kam noch schottische Destillerien in den Raum geschmissen, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf No eingehen. Bronco kennen, ja. Und hier alte GM Ardmore Abfüllung aus den 90ern. What? Wow. Okay. Du hast Really kind compliments. Now Jussi is also blushing over here. Yeah. Yeah, but it is Thank really you for good. thank you for the great compliments. We are really heartwarming over here. Ja. Ich möchte, Paddy, vielleicht kannst du es ja auch mal an die beiden nochmal perfekt übersetzen. Auch nochmal an die Zuschauer. Ihr wisst, viele von euch wissen, wir spielen am Ende immer ein Spiel. Das heißt die einsame Insel. Alle Whiskys heute Abend waren toll, aber du musst dich jetzt für einen Whisky entscheiden, den du mitnimmst. Es sind alles Sieger, keine Frage, aber dein Koffer darf exakt eine Flasche beinhalten. Welche ist das? Wir haben ein Abstimmungstool. Klickt da drauf, Ja, klickt auf euren Sieger des heutigen Abends, ja, und den könnt ihr mitnehmen und das Ergebnis veröffentlichen wir natürlich auch und sind gespannt, wer heute bei den Zuschauern, ja, also wir haben Der Sieger ist. ja, also es sind ungefähr so 130 Leute, die gerade zuschauen. Ja, also das heißt, wir haben ja viele Pakete, wo mehrere an einem Bildschirm sitzen. Also auch schönen Gruß an die Gruppen, die zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 da sitzen. Also von daher, wir sind sehr gespannt, wie ihr abstimmt. Und ja, auch die Teerenpeli. Und nein, Finnland zählt nicht als Insel. Das ist Ja. klar. Ihr müsst eine Abfüllung wie immer, eine aussuchen. Richtig. Und die gewinnt. Ich würde sagen, Paddy, Ja, ich übersetze nochmal. bring die Message mal rüber und dann fängst du auch als erstes an zu sagen, wer heute bei dir im Koffer landet. Schwierig, okay. The guys, they actually made a poll. Like, you can choose now your favorite whiskey. It is only one. And we will get the whole results in a couple of minutes. And now I have to decide what my favorite whiskey was today. And it's very hard. It is very hard. You have to choose one whiskey, not two. Yeah. One. I'm leaning a little bit. This is I really really- interesting to see. Actually, Ganz kurz. I was Ganz hoping kurz. that there would be this poll that we would know which one is the best one. We have roughly around 130 people watching now. And Yeah. watching me making my pick. I would say, what was my favorite whiskey today? First of all, they were all good, really good. I really enjoyed that, and I'm totally blown away by the quality, by the story, by everything that was presented here today. So it is very hard to decide. The good thing is I can drink everything because I have it in my warehouse. It is my warehouse, of course. But I would say, I think that the 10-year-old just had me on the spot. The 85% bourbon cask with this tropical flavor, a lot of coconut in there. And it was really complex. I really like that. I would say, the 10-year-old, it is the winner for me today. But it's very close. The Savo is very, very just behind that, just a notch, because that was very good as well. But I would say the 10-year-old is it for me. Ja. Der 10 Jahre alt ist es für mich. Ich vote für dich. Ich habe selber schon gewotet.
Okay, dann habe ich meinen auch gleich abgegeben. Also, ich löse es gleich auf, weil ich wähle auch den 10er. Ja, sehr gut. Und wie hole ich jetzt? Muss ich mein Handy rausnehmen? Nee, ich mache das schon. Ach, du machst das schon, ja. Über einen zweiten. Also, ich wähle auch den 10er. ja. I choose the 10 years Take old. the 10 year as well. Ja, einfach aus all den Gründen, das war für mich heute so überragend, diese Wachsigkeit. Es hat mich, ich will es nicht es hat mich an den Prora 35 erinnert. Wirklich. Also so doof wie es klingt, aber das war jetzt so ein Flashback so ein bisschen zu dem Tasting, weil ich fand den mega lecker damals, als wir den verkostet haben. Den du verschüttet hattest? Den hast du Warte, verschüttet. das muss ich ganz kurz übersetzen. Ja, übersetzt es. Steffen just said the 10-year-old is it for him as well, and it really reminded him of the Brora 35 that he drank. Jetzt nicht exakt, aber diese tropischen Früchte, diese Wachsigkeit, das hat mich so an Ding jetzt irgendwie, gab so einen kleinen Flashback bei mir im Kopf und das hat mich heute umgehauen und das ist heute mein Inselwhisky. He just had a flashback, you know, the tropical flavors and the waxiness of the whiskey. He's just thought like, oh my god, tastes like the Brora 35. Ja, die einsame Insel. Puh. Also ich gebe den Zuschauern recht, es ist wirklich sehr, sehr schwer heute. Also viele wollen sich es wahrscheinlich gar nicht aussuchen. Erzähler ist phänomenal. Phänomenal. Ich nehme ihn deswegen nicht mit, ich möchte es auch begründen. Die Nase finde ich phänomenal, den Geschmack finde ich klasse. Ja, also das heißt, hätte ich die Geschmacksnoten, die ich in der Nase hätte, hätte ich auch den 10er mitgenommen. Ich bleibe tatsächlich, ich gehe zum Savu Cask Strength, weil der schön kräftig ist. Er hat so eine Kakaonote, die er mit sich bringt und dieser Rauch ist nur so dezent. Und ich finde, ein dezenter Rauch macht den Whisky rund. Ja? Diese Peat Monster ist überhaupt nichts für mich, aber das macht so dieses Rad, was du vorhin beschrieben hast, macht der heute Abend für mich am rundesten, wenn man das so sagen darf. Und von daher nehme ich den Savu Cask Strength mit auf die Insel. See, now this is a phenomenon. The Sabu won for Ollie, and he's not a peat guy. He doesn't like smoky whiskey normally, but this really does it for him. He said like that the 10-year-old was very close as well, but the flavor on the palate on the Sabu just hit it off for him, and he was like, yeah, that's now the winner for him. So, what do we learn? More bourbon casks. I was just thinking about, I have a couple of suggestions for you for the next single cast. There might Yes, be some please. Yes, please. good ones over there. Yeah, just send it to me. I will pick them in future. Yeah, you will 12-year-old. talk it through in the Kirsch. Yeah, 12 it's better when I do 12-year-old. it. Yeah, 12-year-old bourbon single cask from Buffalo Trace. I have to admit that I'm a really sucker for the sherry casks, but every year we have on 23rd of May this Finnish Whiskey Day, and this year we released a 12-year-old bourbon single cask, and it was so beautiful that I had to go for the. I had to go for the Finnish Alko store. There's a monopoly store which sells alcohol over here in Finland, so I had to go over there and buy the 100 euro bottle. Like, thanks guys, this is so good. I just need to go and get one of the bottles from myself. Perfekt. Also hier so Bourbonfässer for the win. Also sogar Veera die haben einen Single Cask 12 Jahre altes Bourbonfass rausgebracht, musste sie nochmal in einen normalen Laden nachkaufen. Also das ist in Finnland immer so normale Stores, hier so Alkoholstores, wo du das immer speziell kaufen musst. Da hat sie extra noch eine Flasche gekauft, weil er einfach so gut war. Deswegen trinken wir Bourbonfässer. Aber Felix Whisky Blog, machst du das nochmal an, ganz kurz? Das würde ich nochmal ganz kurz übersitzen. Gut, ja. There was one comment, and I would like to translate that. He was like, Felix was not expecting everything from the tasting, and he was blown away from every whiskey that he had so much. He was really surprised, and he was really blown away from everything. So he says, "Thank you for this great tasting." He was really enjoying that. Vielen Dank. Yeah. Ja, das ist die Gang. Die Gang, ja, die Gang.
Was, 42? Nee, ich weiß Ich nicht. weiß es gar nicht mehr. Ich müsste im Handy schauen. Haut nochmal alle rein. Also wie gesagt, ihr habt noch 1-2 Minuten Zeit für die Umfrage. Ganz, ganz wichtig. Für uns, für euch. Welchen Whisky nehmen die beiden mit? Ja, Veera and Jussi. Which whiskey would you choose? Would you choose? Tonight. Tonight. Today, tonight, now, You in have, this you have to moment. pick your favorite child now. Yes. Yeah. I know my Yeah. Choice. You can start. Kaski. Yeah. Kaski. Kaski. Great. For sure. I haven't tasted it long time, and Yeah. now I know Kaski. why I love it. It's Yeah. Kaski. Yeah, I get Wow. that. It is really great. Yeah. I have to admit tonight it was really, really beautiful. But I have to say, like, maybe tonight I will also go for the 10-year-old. It has grown to my heart as there are all those layers over there, and every time there's something new. I didn't get the pina colada I did get the pina colada for the first time, so yeah. waiting for my holiday now Nice. with the 10-year-old. Yeah. Great. Where your holiday is coming from. Yeah. Ja. Also ihr But seht, it ne, is das mit den- a tough thing. Like also Kaski was it was a close one with Kaski tonight. Ja, ihr seht, ne, Kaski hat für Jussi gewonnen und für Veera ist der 10-Jährige natürlich auch heute, weil irgendjemand, der den Kommentar gebracht hat, das fand ich auch wirklich mega. Pina Colada auf Steroide hat wirklich heute gemacht und hat auch wirklich das aufs Auge getroffen im Prinzip. Aber Deswegen- pass auf, wir haben ja jetzt die Auswertung. Wir Jetzt können kommt jetzt die schauen. We have the final results now in. We have the final results of the poll, and let's have a look how the audience have chosen. Surprise. There it is. Yeah. The Culo! Whoa. Kuro wins. 37% of Kulo is the first one. The second one is the PX single cask, Yes. and then But some those are the things actually that lines up with whenever we are on the tastings or festivals. People just love our sherry casks. Yeah. Yeah, I get that, and a lot of German customers, they love sherry casks. So it is Yeah. not surprising. It is, everybody is a winner today. Yeah. So, Yeah, Definitiv. totally. Yeah, I get that. It's really good. Ich bin überrascht, But dass I have der to say still, like, thank you for all, and please remember when you come to Finland, so we have a visitor center. We are only 1 hour away from Helsinki, so sales@teerenpeli.com and send us an Yes. email and come over here, please. We have had German guests before, and we are happy to have you here. Seht ihr, also ne, eine Stunde von Helsinki weg, also alle, die Finnland Urlaub machen, sofort dahin. Die machen sehr gerne deutsche Touren, das ist, machen die sehr, sehr gerne. Ein Visitor Center Pflichtprogramm. Leute, Pflichtprogramm, muss man. So here's is the next simple sample Teerenpeli tasting, where we can make only single cask warehouse tasting in the warehouse. in the warehouse. Yeah, In the that containers. would be interesting. Yeah. We will Okay. just fly over everybody here, it's no problem. Just whole Germany, no problem. Okay. Very nice, very nice tasting. Ja. Ja. Also ich finde auch die Zuschauer haben auch jetzt wirklich mehrfach, Entschuldigung, wenn wir nicht jeden Kommentar einblenden, das ist echt viel heute, durchweg positiv. Viele haben gesagt, wow, gut, dafür sind die Tastings da, dafür ist der Preis entspannt. Ja. Man gönnt sich das einfach, keine 30 € für so ein Tasting zu bezahlen. Du hast einfach dieses Ganze dabei, du probierst es einfach mal, weil sonst gehst du vorbei, sagst du, nee, ist mir zu teuer, lass ich stehen, nee, jetzt probierst du mal und sagst, Mann, da steckt Qualität dahinter, da ist echt was, da ist Herzblut dahinter, das kommt von da oben, vom weiten Norden bis zu uns hier nach Deutschland und ich muss sagen, Paddy, ich gebe dir recht, wir haben alle noch nicht so viel Teerenpeli getrunken, so ein bisschen ja, heute Abend war auch wirklich diese 6 Qualitäten mal zu probieren, echt toll. Ja. Und ist auf jeden Fall auf dem Zettel. Also Richtiger Eye-Opener heute. Habe ich heute schon Eye-Opener, gelesen. It was an Eye-Opener today. Yes. Very nice. Und denk dran, 10 Jahre alt und Savu, nix viel da. Und den Rest auch nicht. Also.
Wer da heute nochmal Großflaschen zu sich nach Hause bestellen möchte, Gerne auf Parkplatz. vor Weihnachten vielleicht. Gerne noch auf Parkplatz, 60 Euro dann kostenfrei, das bleibt alles wie gehabt und haut rein. Ja. Paddy, Soll ich noch ein paar abschließende Worte sagen? Und Ja, dann macht sehr ihr gerne. Feierabend so ungefähr? Ja, Alles klar. ja, Okay. ja. Also von meiner Seite natürlich auch danke, dass ich wieder dabei sein durfte und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, ich arbeite für den Importeur und darf halt hier was mit verkosten. Das ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich immer sehr zu schätzen. Also vielen Dank dafür. So guys, thank you very much for this tasting and thank you very much that you joined us today. It was an eye opener for everybody, I would say. So it was very nice to have this vertical tasting and to have like a very good look on your distillery and the whole story that you have and the sustainability, and everybody was blown away. You saw the comments and everybody just loved it. And I'm really looking forward for more tastings and more Savus and more Kulos and everything that we will see from your distillery. And I wish you a very bright future. And I see a very bright future for your distillery, I must say. Thanks. So thank you very much that you joined us today. And so this is goodbye from my side. And the guys just say bye-bye in German, and then we're out for today. So thank you. Yes. See you at the end of March. Next time I'm gonna be over there then. Great. Very good. Ja, auch von uns, wie immer, herzlichen Dank, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid, für die Treue und so weiter und so fort. Sehr schön. kann ich dazu sagen. Tolles ich muss Tasting. Sagen, die entwickeln sich sehr, sehr gut, die Live-Tastings. Und auch nochmal generell an Kirsch einen schönen Dank, die das auch alles so möglich machen. Diese Kommunikation zwischen Distille, Importeur, Deutschland, ne, das ist alles nicht so einfach. Also von daher auch nochmal schönen Dank. Und wir freuen uns auf das nächste. Teerenpeli, das nächste. Ja, the next. Teerenpeli, the revenge. Next tasting. Ja. Okay, so. See you. Goodbye. Macht's gut. Auf einen schönen Abend noch. Wiedersehen. Thank you very much. Bye.